Hallo zusammen. In diesem Video werde ich eine einfache Motorradalarmanlage vorstellen. 2. Sie kann an Motorrädern, Quads und im Prinzip an jedem Elektrofahrzeug verwendet werden. 3. Wichtig ist, dass diese Alarmanlage mit 12 Volt betrieben werden kann. 4. Den Link dazu werde ich in der Beschreibung hinterlassen. 5. Und hier ist alles, was im Lieferumfang enthalten ist. 6. Hier sind die Anleitung und 2 Klettverschlüsse. 7. Einer, um die Haupteinheit zu befestigen. 8. Der zweite, um den Lautsprecher zu befestigen. 9. Und hier haben wir 2 Fernbedienungen an Karabinern. 10. Eine Fernbedienung und die zweite. 11. Hier nehmen wir sie ab. 12. Die beiden Fernbedienungen sind unterschiedlich. 13. Eine ist so eine mit einer Abdeckung, das heißt, die Tasten können abgedeckt werden. 14. Wenn Sie sie zusammen mit etwas anderem in der Tasche haben, damit die Tasten nicht gedrückt werden. 15. Dann deckt die Abdeckung die Tasten ab. 16. Und ein Schlüsselanhänger hat einfach eine Taste oben. 17. Die Batterien sind bereits in den Fernbedienungen enthalten. 18. Hier, die LEDs leuchten. 19. Hier haben wir die Haupteinheit. 20. Sie ist mit einem Vibrationssensor ausgestattet. 21. Das heißt, wenn das Motorrad gekippt, bewegt, angestoßen wird oder eine Vibration auftritt. 22. Dann wird die Sirene ausgelöst. 23. Das grüne Kabel ist unsere Antenne. 24. Und für die Stromversorgung haben wir rote und schwarze Kabel. 25. Plus minus 12 Volt. 26. Jetzt schließe ich das Netzteil an und zeige, wie es funktioniert. 27. Dies ist die einfachste Alarmanlage. 28. Das heißt, es gibt hier keine zusätzlichen Sensoren. 29. Zusätzliche Sensoren werden nicht installiert. 30. Es gibt keinen automatischen Start. 31. Übrigens, viele denken, dass es einen automatischen Start gibt, wenn sie zum Beispiel auf AliExpress oder anderswo suchen. 32. Und Sie schauen sich die Bilder an. 33. Diese Taste mit dem Blitzsymbol. 34. Sie bedeutet normalerweise den Motorstart. 35. Aber das sind verschiedene Alarmanlagen. 36. Das heißt, die Fernbedienungen sind bei allen gleich. 37. Die Fernbedienung ist Standard. 38. Aber bei dieser Alarmanlage gibt es keinen automatischen Motorstart. 39. Das heißt, keinen automatischen Start, sondern einen Fernstart. 40. Den gibt es hier nicht. 41. Diese Taste drückt nichts, schaltet nichts ein. Die Schlüsselanhänger sind einfach universell für beide Arten von Alarmanlagen. Und deshalb ist die Taste hier auch vorhanden. Aber sie erfüllt hier keine Funktion. Wenn Sie eine Alarmanlage benötigen, die mit Fernstart des Motors geliefert wird, dann müssen hier mehr Kabel vorhanden sein. Hier kommt zusätzlich ein Kabelbaum mit einem Stecker heraus. Und dort müssen Sie dann die Kabel an die Zündung anschließen. Das heißt, beim Einschalten muss die Zündung eingeschaltet werden. Separate Kabel gehen zum Anlasser, der ihn drehen wird. Im Allgemeinen wird dies etwas komplizierter im Anschluss sein. Hier ist alles viel einfacher. Hier schließen wir direkt an die Batterie an. Das rote Kabel ist Plus, das schwarze Kabel ist Minus. 12 Volt Stromversorgung. Und hier haben wir auch noch so einen Stecker. Er ist für eine 9 Volt Batterie. Das heißt, wenn wir eine 9 Volt Batterie kaufen, dies dient als Notstromversorgung. Im Lieferumfang kann sie enthalten sein, muss aber nicht. Das fragen Sie am besten den Verkäufer. Nun, ich habe dort bestellt und die billigeren ausgewählt. Da war keine 9 Volt Batterie dabei. Eine 9 Volt Batterie kann man separat kaufen. Sonntag, wir schließen sie an, und sie funktioniert mit der 9 Volt Batterie. Aber in diesem Modus sollte man sie besser nicht verwenden. Das heißt, sie sollte trotzdem an die Batterie angeschlossen sein, weil die 9 Volt Batterie schnell leer wird. Hier arbeitet immer der Empfänger der Fernbedienung. Das heißt, sie wird ständig Strom verbrauchen, auch wenn die Alarmanlage nicht eingeschaltet ist. Und wenn sie eingeschaltet ist, wird sie noch etwas mehr verbrauchen. Das heißt, die empfindlichen Sensoren müssen mit Strom versorgt werden. Wenn man sie also einfach nur mit der 9 Volt Batterie betreibt, wird sie nicht lange halten. Ich denke, ein paar Tage, und sie ist leer. Deshalb ist es besser, es über einen Akku zu betreiben. Der Verbrauch liegt hier bei etwa 5 bis 6 mA im Standby-Modus. Im Betriebsmodus verbraucht es etwa 130 mA, wenn der Lautsprecher piept. Also, was haben wir hier? Die Fernbedienung ist sehr einfach. Das heißt, eine Taste schaltet sie ein. Wir haben sie eingeschaltet. Und wir verbinden sie. 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 Das ist unser Warnsignal. Ich drehe den Lautsprecher um, denn bei 125 Dezibel übertönt er einfach alles. Es klingelt in den Ohren. Das heißt, der Lautsprecher ist sehr laut. Und jetzt, die Alarmanlage hat ausgelöst. Beim ersten Warnschlag piepte sie mehrmals. Und wenn man das zweite Mal klopft oder diesen Sensor neigt, dann
löst sie aus und piept ständig. Wir starten sie jetzt. Die Alarmanlage ist bereits aktiv. Bei der geringsten Neigung. Hier ist das Warnsignal. Wenn es sich weiter bewegt, dann löst sie aus und beginnt sehr laut zu piepen. Wir schalten sie aus. Sonntag. Alles ganz einfach. Eine Taste zum Einschalten, eine andere zum Ausschalten. Sie wird bei mir mit einer 9 Volt Blockbatterie betrieben. Wenn wir sie an eine 12 Volt Stromversorgung anschließen, da die Blockbatterie 9 Volt hat, dann funktioniert sie noch lauter. Dann ist es überhaupt unmöglich, sich im Raum aufzuhalten. Wir haben jetzt Strom angelegt. Und jetzt wird sie über das Netzteil mit Strom versorgt. Und hier gibt es noch einen Knopf. Dieser schaltet einfach die Sirene ein. Zum Beispiel können Sie Ihr Motorrad auf einem Parkplatz nicht finden, weil Sie vergessen haben, wo Sie es abgestellt haben. Dann können Sie einfach einschalten. Und die Alarmanlage beginnt zu piepen. Sie wird ferngesteuert eingeschaltet. Die Reichweite des Schlüsselanhängers beträgt etwa 50 Meter. Auf einem offenen Gelände mag sie größer sein. Aber in der Stadt wird sie normalerweise nicht mehr als 50 Meter betragen, da es viele Störungen und verschiedene Frequenzen gibt, die von anderen Funkwellen belegt sind. Hier ist der Schaltplan. Es ist eingezeichnet, wie man sie anschließt. Aber im Prinzip ist der Anschluss sehr einfach. So funktioniert es. Den Link dazu werde ich in der Beschreibung hinterlassen. Wenn Sie ein Modell mit Fernstart benötigen, wird der Link dazu ebenfalls in der Beschreibung sein. Es gibt ähnliche Alarmanlagen, die einfach etwas teurer sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.